Ein Haus mitten im Kreisverkehr. Offen, einladend, fast schon eine Provokation. Wir steigen ein, mitten am Tag, mitten im Blickfeld. Drinnen komplett eingerichtet. Eine Zeitkapsel, als hätte seit Jahren niemand etwas angerührt. Und dann Hundegebell. Zuerst ignoriert, später bitter bereut. Denn wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, das hier wird unsere erste Festnahme. Also Leute, jetzt wird so ultra frech. Wir sind jetzt gleich bei der Location. Wir haben sie gerade schon gesehen. Und ja, was soll man dazu sagen? Hier ist ein Kreisverkehr. Der ist zweispurig. Da wisst ihr schon, was hier los ist. Ich fahre jetzt hier rechts. Nein, fahr links weiter. Auf jeden Fall ist hier das Haus und hier ist ein Fenster offen. Hier kannst du direkt rein. Ja, ist offen. Ist offen. Leute, das ist so kackenfrech. Das wird eine richtig dreiste Aktion. Na, hier werden wir rausgeholt. Zweispuriger Kreisverkehr. Richtig viel Verkehr und wir müssen durchs Fenster rein. So Leute, wir sind drin am Kreisverkehr. Einfach durchs Fenster. Es ist so frech manchmal, ey. Und jetzt stehen wir hier in einem Raum. Man sieht den Kamin. Hier ist ein Stuhl. Und was man auch sieht, jede Menge Schallplatten da hinten in der Ecke. Alles auf jeden Fall noch eingerichtet. Habt ihr schon mal eine Nähmaschine von Toyota gesehen? Und hier im Schrank auf jeden Fall noch alles drin. Ne? Hier sind noch jede Menge Bücher. Und hier geht es in den Garten. Sehr, sehr eigenartige Konstellation hier vom ganzen Gebäude. Ach Gott. Anschlag auf Hitler. Okay, so ein Historiker. Was ist denn das? Da muss so ein Datum draufstehen. Unten, glaube ich, oder? Nee. Hier 2016. Also das scheint irgendwie so eine Art Nebengebäude zu sein, wo wir uns gerade befinden. Hier sind einfach nur diese beiden Räume und der Flur. Mehr ist hier irgendwie nicht. Dann geht es in den Garten. Müssen wir mal schauen, wo es da gleich weitergeht, um in das eigentliche Haupthaus zu kommen. Hier gerade jetzt mal die Taschenlampe angeschmissen. Der ganze Raum ist beleuchtet, den man von der Straße aus sehen kann. Die Möbel sind auf jeden Fall ultra alt. Hier ist noch ein Trimm-Dich-Fahrrad, was neben mir steht. Und man sieht hier, wie das Ganze schon am Bröckeln ist. Also offenbar hat die Person, die hier gelebt hat, sich sehr für Geschichte interessiert, besonders die Zeit vom Nationalsozialismus. Hier ist auch noch mal irgendwas mit Hitlers Mythen. Und wie man hier sieht, noch mehr Bücher, die in puncto Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall gehen. Ne? Hier sind auch noch mehr von diesen Historia-Heften. 1939 bis 1940, Blitzkrieg. Und da auf jeden Fall noch mehr von diesen Heften. Hat er wohl offenbar gesammelt und gern gelesen. Ne? Hier sieht man auf jeden Fall, dass es hier in den Garten geht. Hast du gut analysiert. Ja. Da müssen wir nicht jetzt lang. Durch den Garten. Ja. Und da geht's raus. Und da gehen wir jetzt lang. Ah, der sagt, sie kennt den Weg, also geht's vor. Die müssen halt zusammen bleiben, ja, wir sind hochgehen. Wow. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich will jetzt filmen. Jetzt bellen hier die Hunde. Hier kann kein Nachbar. Bitte. Komm. Vielleicht von der Straße kommen. Vielleicht hätten wir hier umdrehen sollen, aber wie so oft siegt die Neugier. Man denkt sich, wird schon gut gehen. Man blendet aus, wie sichtbar man eigentlich ist, wie nah die Straße liegt und dass draußen vielleicht längst jemand zusieht. Aber in dem Moment zählt nur das Hier und Jetzt. Das Haus, die Atmosphäre, die Fundstücke und dass es ein besonderer Ort ist, den man unbedingt festhalten will. Egal, was noch kommt. Das ist auf jeden Fall eine richtig komische Aufteilung hier, ne? Ja. Da vorne die zwei Räume, die da waren. Was ist? Entschuldigung, dass ich die offen habe. Bist du bedeppert? Mein Gott, geh jetzt. Ich kann nicht mehr. Hau ab, Mann. Alter. Jika ist geflasht von der Location. Leute, wartet einfach. Ihr werdet sehen, was kommt. Das wäre irgendwas, ey. Ich habe auch gedacht, der Hund ist da jetzt im Wohnzimmer oder Ja, klar. Das habe ich nicht gedacht. Also wie gesagt, komische Aufteilung. Da zwei Räume. Hier ist jetzt auf einmal irgendwie eine Küche. so. Ja. Da ist ein Badezimmer hinter dir. Und hier geht's Sehr zur Straße. eigenartig, ja, sehr Da müssen eigenartig. wir auch aufpassen, ne? Hier ist auf jeden Fall noch der Putzeimer drin mit einem Lappen, als wenn hier noch irgendwie vor kurzem geputzt wurde. Aber wie man sieht, ne, ist das hier alles schon so lange verlassen.
von dem, wie es hier so aussieht. Ist im Kühlschrank noch was drin, Anja? Ich weiß nicht, ich habe noch nicht geguckt. Nee, der ist leer. Der ist leer, Nicht ne? unbedingt sauber, aber er ist wenigstens leer. Naja, gut. Mit dem Putzeimer in Kombination. Als wenn man vielleicht noch mal irgendwie sauber gemacht hätte, ne? Oh, das stinkt aber richtig. So, hier ist ein Badezimmer mit einer Badewanne. Und hier ist eine Toilette, wie man sieht. Alles wirkt so hier, auch da, wo wir gerade stehen, als wenn das hier so ein Anbau wäre, ne? Man sieht das hier mit diesen Holzvertäfelungen, beziehungsweise Holz ist es ja eigentlich nicht, das ist mehr so Plastik, ne? Kenne ich eher so aus den 90er Jahren, finde ich, wo das so totschick war. Und dann geht es jetzt hier quasi wieder raus. Wir haben wie so einen Wintergarten hier, ne? Es ist im Endeffekt alles so nachträglich, haben sie sich das so ein bisschen größer gebaut, ne? Also ich sag mal so, bei uns in Deutschland wäre es auf jeden Fall undenkbar. Ja, wahrscheinlich ja verboten. Dann brauchen sie eine Baugenehmigung. Ja. Guck mal, hier liegen noch so Handtücher, Trockentücher. Ja. Und hier konntest du dann halt auch zur Straße hingehen, ne? Das war offenbar so der Haupteingang, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Das wäre jetzt zu einfach. Ja, das wäre wirklich zu einfach. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall durch die Tür durch und wie man sieht aus wie so eine Essecke und einen kleinen Tisch. Aus wie, also wenn du den, also ich finde hier der Teil, der sieht richtig verlassen aus, so, ich sag mal so bis hier. Und dann guckst du hier in diese Ecke, sieht überhaupt nicht verlassen aus. Wenn das dann das Telefon an wäre, mit Radio laufen klingelt würde. Gleich noch. Ja. Gottes Willen. Hier ist eine schicke rote Couch, aber ich denke, hier war es auch sehr gemütlich, so mit dem Kamin, der hier an war. Ne? Also das kann ich mir schon vorstellen. Hier oben für Teewasser. Und dann halt hier dieser Blick, ne? Also eigentlich ein schöner Raum, ne? Kann ich mir schon schön vorstellen. Hier konntest du auch nur sitzen im Winter, wenn der Kamin an war, denn hier ist nämlich keine Heizung, wie ich so sehe. Guck mal, hier hängt sogar noch der Schlüssel. So einen kleinen süßen Ente dran. Und hier ging es dann ins eigentliche Wohnhaus, glaube ich. Ja. Boah, oder was ist das hier? Ist das ein Wohnzimmer oder was ist das? Sieht aber ganz komisch aus hier. Kaminraum, ne? Ohne Kamin. Ja, den haben sie auch zugemacht, ja. Ist die Frage, ob der auch zugemauert wurde oder ob da einfach nur Tapeten vorgemacht wurden, weil da kannst du auf jeden Fall durchgucken. Da ist so ein Spalt, wie man sieht hier. Da ist einfach nur so eine USB-Platte vor. Ja, ein Brett einfach davor, die Tapete schon so richtig feucht, ey. Ja. Aber ist halt die Frage, was jetzt hier war. Ich würde einfach sagen, es war so ein Kaminzimmer gewesen, oder? Naja, aber nicht gerade gemütlich, oder? Geht so. Ich weiß, also... Aber schau mal, hier ist auch keine Heizung in dem Raum. Nee, es ist auch richtig kalt hier drin, also wirklich. Hier ist wie so ein kleiner Altar aufgebaut. Hier ist ein Bild von einem älteren Mann, der offenbar 2016 verstorben ist. Hier ist auch noch mal so ein Schild, seht ihr das? Mit seinem Namen und Geburtsjahr und wann er verstorben ist. Nicht, dass das hier nachher noch eine Urne ist oder so. Wir sind ja in einem Land, heftig, ja. wo man die Urnen ja mitnehmen kann. Das war sehr schwer. Das ist schwer, ne? Tja. Schwer zu sagen, aber auch, ne? Uiuiui. Man wird es wahrscheinlich nicht hören, aber es kommt gerade die Polizei oder Krankenwagen. Und ich kann hier nicht durchgucken. Polizei kommt. Scheiße. Ist das Polizei? Kommt. Was ist hier, Ka? Kommen die? Kommen die her? Weiß. Es ist Polizei gewesen. Sieht gerade so an, Leute. Es ist Polizei, ich habe sie gesehen. Ja? Wo hast du die gesehen? Im Kreisverkehr hier. Und dann? Richtung McDonald's. Die können doch hier nirgendwo parken, ne? Scheiße. Boah, Leute. Wie krass ist denn die Location hier? Ich sehe hier keinen. Siehst du was? Wenn sie zu McDonald's gefahren sind, müssten sie erstmal dann von da rüberlaufen. Nö. Die kennen sich doch hier aus. Die würden doch dann hier parken, wo wir zuerst parken wollen. Ja, Glaube ich. hoffe ich. Ja, komm. Ja, lass mal noch warten, oder? Lass mal einen Moment warten. Hey, guck mal, nee, wie geil ist denn der Raum? Ich stand genau am Fenster. Ach so. Die haben dich gesehen? Nee, ich wollte gucken, ob es Polizei ist. Ich dachte, da wäre wieder Krankenwagen. Okay. Ja, hättest du nur noch gewartet. Das
Die Stimmung kippt. Was eben noch ein Abenteuer war, wird plötzlich ernst. Jeder Schritt draußen, jedes Geräusch. Wir wissen nicht, ob es gleich an der Tür klopft oder alles nur falscher Alarm ist. Wir haben jetzt beschlossen, wir werden weiterfilmen. Wir haben jetzt niemanden mehr gesehen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, der Eingang war so offensichtlich gewesen. Wir filmen einfach mal weiter und hoffen, dass nichts passiert. Ansonsten, ja. Das Problem ist ja einfach, dass wir auf jeden Fall Polizei gehört haben. Jirka hat sie sogar gesehen. Ist ja dann die Treppe runtergekommen. Und dann hat es einfach aufgehört. Also sprich, als ob die jetzt am Ziel angekommen wären. Blaulicht und Sirenen ausgemacht haben und dann bumm. Ja. Wir stehen jetzt hier aber offenbar im Wohnzimmer, würde ich mal vermuten. Ja. Ne? Hier ist ein Bett, das passt irgendwie so gar nicht. Aber 2 Betten sogar. Könnt ihr vielleicht darauf schließen lassen, dass die Person oder die Personen, die hier zuletzt gelebt haben, vielleicht gar nicht mehr in der Lage waren, nach oben zu gehen, ins Schlafzimmer und dementsprechend sich hier jetzt was hergerichtet haben zum Schlafen. Ne? So, wir mussten jetzt echt mit der Taschenlampe anmachen, weil es mittlerweile echt sehr duster wird. Ja. Mit den Vorhängen, also hoffen wir einfach mal. Ja, aber ich glaube, draußen ist noch hell genug, dass man es nicht unbedingt sieht, dass es hier drin so... Ja. Oh, das ist Jirka von oben. Bist du sicher? Ja. Der kommt gleich hier runter. Das ist sehr Hört hellhörig. man ihn reden? Ich weiß nicht, ob man es an unseren Ansteckmikros hört. Das hört sich so an, als wenn Jirka direkt neben uns stehen würde. Ja, heftig, Oh, ne? ich habe Angst, dass es gleich durchknackt, ne? Boah, dass er gleich hier unten steht und wir unten drunter. Also dieses Wohnzimmer ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Es ist noch komplett eingerichtet. Und es sieht einfach heftig aus, ne? Also von der ganzen Dekoration hier. Ich weiß nicht, ob er da oben am Reden ist oder ob es draußen jemand ist. Ich muss Jirka sein von draußen. Jirka von draußen. Jirka ist aber oben. Ja, ist Jirka von oben. Es ist super hellhörig, ne? Ja, es hört sich an, als ob jemand hier vorm Fenster stehen würde und reden würde. Ja, es tut uns gerade echt leid, dass wir gerade so ein bisschen sensibel sind. Gerade ein bisschen Puls auf jeden Fall, das kann ich euch sagen. Also wie gesagt, hier sind Bilder von Senioren und die beiden sehen immer gleich aus, die Person. Plus das Umfeld ein bisschen anders. Vermutlich von irgendwelchen Familienfeiern. Hier wurde auf jeden Fall auch mit einem Ofen geheizt, wie man sieht. Also Heizung gab es hier offenbar wirklich nicht. Und dann hier einfach diese Puppe, ne, die hier so sitzt. Ne? Also Puppen gesammelt, vielleicht noch ein bisschen Teddys, wie man hier sieht. Ein richtig schöner Lost Place, ne? Ja. Da sind noch Anziehsachen, die da noch hängen, wo Anja gerade steht. Ja. Ich denke, das war so eine Art improvisierter Kleiderschrank. Dadurch, dass die Person nicht mehr nach oben hier konnte. unten jetzt quasi gelebt hat, in Anführungsstrichen. Ne? Also musste man ja, sagen wir mal, ja quasi gezwungen, wenn man nicht mehr die Treppen hochkommt, dass man hier unten im Prinzip seinen, Lebensmittelpunkt hat. Ne? Ja. Und dementsprechend braucht man hier auch einen Kleiderschrank. Ne? Und dann halt auch noch mit dem Kamin hier, ne? Ja. Das war dann schon sicherlich ziemlich frisch, wenn der nicht an war im Winter. Ja, das glaube ich auch. Aber hier sieht man halt auch die ganze Feuchtigkeit, die hier in dem Haus mittlerweile drin ist. Könnt ihr das hier sehen an den Wänden, wie weiß das ist. So, gehen wir mal weiter. Ab nach oben. Guck mal, hier stehen sogar noch die Schuhe. Ja. Die Schuhe. Hier auch noch, also es ist halt überall auch Deko zu sehen, wie man sieht. Ne? Es ist alles einfach noch da, ne? Und die Treppe hier, Die geht gar nicht. ja, die wird zu steil gewesen sein für die Person, die Die hier ist auch zuletzt viel zu gelebt hat. Ja, eng ist die auch. Aua, auch den Kopf gestoßen. Aber das Gute ist, ich bin klein. Ich passe jetzt hier von der Größe ohne Probleme hier durch. Boah, diese Treppe. Das ist keine Treppe. Das ist ein Zustand. Es ist ja halt auch nicht die genormte Stufenhöhe, Wir sind ne? auch nicht in Deutschland. Du brauchst nicht die DIN-Norm erwarten. Ey, wir standen gerade unten, ne? Wir dachten, es steht irgendwer neben dem Fenster neben uns oder so. Und? Was machst du? Ja. Es ist so hellhörig. Es hat sich Ach so, wie jeder Schritt hat sich so angehört, als ob du gleich neben uns stehen würdest. Durchgebrochen. Dann weißt du, warum. Ja. Ja, ich merke es schon, wo ich hier stehe. Aber ist alles safe. Ich spür den Wind, doch nicht mehr das Leben. Die
Die Schatten werden kalt, nichts ist geblieben. Ein letzter Blick, bevor ich gehe. Die Welt wird leiser und ich verweh. Was bleibt, wenn alles endet? Wenn kein Licht mehr für dich brennt? Nur ein Flüstern in den Wänden und mein Name, den man irgendwann vergisst. Die Zeit verrinnt in staubigen Räumen. Erinnerung wird zu stillen Träumen. Jirka verpieselt sich dann mal nach unten. Pass auf die Birne auf. Er versucht's. Pass auf die Bumsbirne auf. Die Bumsbirne, die bekannte. Hey, hier sind die älteren Herrschaften hoch. Nee, Mahlzeit. wirst du gleich sehen. Okay. So, Freunde. So, hier oben ist ein bisschen heller auf den ersten Blick. Anja, vergiss deine Taschenlampe nicht. Nee. Das ist eine Blumenvase, ne? Ja, ich dachte erst an so eine Urne, weil da genau der gleiche Name draufsteht wie unten. Von dem Verstorbenen. Das wär's, ne? Hier oben direkt so ein Schrank mit jeder Menge Wäsche und so eine Truhe. Pass auf, das fällt schon aus. Neues Testament auf jeden Fall und es zerfällt einfach schon komplett. Richtig am Zerfallen. Hier ist übrigens ein Kalender von 2017. Guck mal. 2017? Wann ist die Person unten nochmal gestorben? 16. Ja, vielleicht hat noch irgendjemand gelebt danach und ist dann Das war ja eine vielleicht... männliche Person. Genau. Hier hat ja auf jeden Fall eine weibliche gelebt. Zuletzt könnte es sein, ja. Von den Schuhen, die man da gerade im Flur gesehen hat und der Kleidung. Ja. Also ist der Mann zuerst gegangen und dann die Frau vielleicht ein Jahr später. Mein Gott, ist das eine komische Bauweise hier. Ja, und wir sind ja nicht die Größten, ne? Aber guck mal bitte die Deckenhöhe. Kommst du Ja, das ist echt... dran mit Hör mal? ja, Holzplatte. Hier steht so ein altes Kinderbett. Da sitzen jetzt mittlerweile Puppen drin. Vielleicht war es von den eigenen Kindern damals. Oder Enkelkindern vielleicht. Die Person, die hier gelebt hat, hat super viel Porzellandeko, ne? Hier halt auch, ne? Das ist richtig, richtig teuer früher gewesen, ne? Und auf jeden Fall mit Maria und Jesus. Ja, Das glaube ist ich. wirklich an jeder Ecke. Guck mal hier. Das ist auch Jesus, ne? Ja, ja. Aber was ist das für ein kurioser Raum jetzt hier, ne? Das ist so ein Eigentlich so ein Durchgangsraum. Durchgangszimmer, ja. Ja, ich weiß nicht, ob hier vielleicht ja, gebetet wurde. Hier sind Kerzen auf jeden Fall, wie man sieht. Hier ist diese Wiege. Das ist eine ganz komische Konstellation hier. Noch Teddybären und jede Menge Dekoration. Überall hier diese Vorhänge. So ein bisschen, um die Hitze wahrscheinlich zu stauen in den einzelnen Hier Räumen. waren keine Türen, ne? Ne. Hier war auf jeden Fall Schlafzimmer, Kinderzimmer. Oh, hier kommen welche rein. Wir bekommen Besuch. Scheiße. Komm, lass dir, komm, Scheiße. Krass. Und der sagt jetzt nicht, hier ist noch alles drin. Waschmaschine natürlich auch. Hier von AEG. Nee, jetzt sag nicht, hier ist noch das ganze Geschirr drin. Hör auf. Ist nicht dein Ernst. Guten Tag, Polizei. Zeig deine Hände. Zeig deine Hände. Yes. Leg es hin. Ja? Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Lauf rückwärts. Rückwärts. Lauf rückwärts. Rückwärts. Mehr zurück. Mehr zurück. Ja, okay. Hast du die Kamera da gesehen? Ja, hab ich. Bist du der Einzige im Gebäude? English, please.
Jirka. Scheiße. Die waren aber schnell. Raus. Bist du der Einzige im Gebäude? Bist du der Einzige im Gebäude? Wo ist die zweite Person? Wo ist er? Los jetzt! Auf die Knie! Auf die Knie! Machst du das? Ja, ich übernehme das. Können Sie Englisch sprechen? Wir sprechen gewöhnlich nur Niederländisch. Es tut sehr weh. It hurt very, very much. Ja, Yes. das ist nicht zum Bequemsein. Nein, bequem ist das nicht. Einen Moment. Wait, yes. Habt ihr eure Ausweise dabei? Ja, im Auto. Und das Auto? Wo ist das Auto? Welche Nationalität habt ihr? Deutsch. Und was macht ihr hier? Wir machen Bilder. Urbex? Ja, Das ist nicht erlaubt. Wer hat die Autoschlüssel? er hat sie. Er hat die Autoschlüssel? Okay, steh auf. Was ist das? Mikrofon und wo ist die Kamera? Wir werden jetzt mal zum Auto mitgehen. Wir gehen jetzt zum Auto und holen die Ausweise. Okay, and my pen? Das machen wir später. Okay. Setz dich. Dreh dich um. Die Fotos unserer abfotografierten Ausweise genügten dem Polizist für eine Personenabfrage. Wenn mit eurem Freund auch alles okay ist, könnt ihr gehen. Ist das in Deutschland eigentlich erlaubt? Das ist eine Grauzone. Eine Nachbarin hat angerufen. Sie hat schon häufiger gesehen, wie Leute das Gebäude betreten haben. Wir gehen jetzt zum Auto. Können wir seine Kamera mitnehmen? Ja, nehmt alles mit. Auch die Kamera könnt ihr mitnehmen. Ja, hier. Sabrina, kannst du mal bitte kommen übersetzen? Sabrina. Er lässt sich jetzt frei. Fest hatte ich den noch nie. Ich auch nicht. Aber soll auch nicht angenehm sein. Hat er gesagt. Er hat auch noch nie die Knarre im Gesicht. Ja, hat die gezogen. Ich fasse jetzt zusammen. Es ist nicht erlaubt in Belgien. Wir machen jetzt keine Anzeige oder so. Macht das aber nicht nochmal. Jetzt habt ihr eine gute Geschichte. Knarre, ich denke, was ist denn mit ihm? Nicht Und entspannt. ich höre noch unten vom Fenster aus schon, höre ich die schon. Und wir schon runtergegangen, da waren die schon drin. Ja. Ich habe Schritte gehört, macht das Licht aus, da war er schon rum um die Ecke. Leute, ey, das was wir jetzt, also ich filme jetzt auch nur mit der Insta, auch gar nicht mit der anderen Kamera, die ist noch im Rucksack. Wir müssen erstmal alles zurecht machen. Der ganze Wagen von Jirka ist auseinandergenommen worden. Wir sind gerade festgenommen worden. Im wahrsten Sinne des Ich weiß nicht, ob man es. Ich habe mein Handy versucht in die Hose zu stecken. Ich hoffe, man hört das Knacken von den Handschellen. Wir sind zum allerersten Mal festgenommen worden. Und es war ja so, wir wollten ja gerade Jirka warnen gehen, dass wir ja hören, da kommen gerade welche. Und in dem Augenblick war es aber so, dass die schon unten bei ihm waren. Also so schnell, also Ja, unfassbar. die haben nämlich einfach den Zaun zur Seite gepackt, sind dann einfach da durch, statt durchs Fenster zu gehen, was wir halt gemacht haben. Und wir dachten, okay, die gehen ja erstmal durchs Fenster, müssen erstmal gucken, aber nee, die sind direkt durch den Garten durch. Die Anwohnerin, eine ältere Dame, hat das gemerkt, wie wir reingegangen sind, hat direkt die Polizei gerufen. Alles richtig gemacht auf jeden Fall, klar. Kam schon öfter deswegen, haben aber auch gesehen, dass wir dann Urbexer sind. Und dann war auch wieder alles in Ordnung. Genau. Was macht ihr hier? Genau. Fotos? Ah, okay. Urbexer? Ah, okay. Aber wir sind Ja, und alle dann- drei festgenommen worden. und dann- Und Jirka, Ja. Dass ihr so gut behandelt wurde. Ja. also Jirka haben sie richtig Jirka scheiße war behandelt. Richtig, Ja. Also wirklich, geht gar nicht wirklich. Also war richtig schlimm. Ja, Jirka, also hat gerade erzählt, ihm wurde eine Knarre an den Kopf gehalten. Also Vors im Gesicht. Prinzip, Naja, ein bisschen von weiter weg hat er schon, ne? ja, im Ja. Prinzip Weil ich das hier in der Hand hatte. Kannst du auch Polizei. sagen. Er konnte damit nichts anfangen und dann hat er halt die Knarre gezogen und ich musste mich hinknien. Ihr auch? Nee. Ich musste mich hinknien du- und dann hat er die Handschellen angelegt. Dem war einfach, wir sind runtergekommen, da haben wir schon die Polizei gesehen, haben schon gesehen, Jirka kriegt gerade die Handschellen angelegt und dann sagt der Polizist auf die Knie
Und Jirka musste sich dann wirklich mit Hände hinterm Rücken hinknien, mit dem Gesicht quasi in die andere Richtung von uns weg. Und naja, das Ende vom Lied war einfach, wir konnten aufklären, wir sind nur Airbaxer, wir machen hier Fotos, Videos und danach war die Sache erledigt. Wir hatten jetzt, also Für uns unsere zumindest Ausweise waren jetzt im Auto. Jirka musste deswegen mitgehen mit dem Polizisten, weil er halt der Schlüsselverwalter vom Auto war. Er musste in Handschellen, musste er jetzt diesen ganzen Weg unangenehm. bis zum Auto laufen. Als wir jetzt gerade hier angekommen sind, uns wurden die Handschellen abgenommen. Wir hatten auf dem Handy noch unsere Ausweise fotografiert und dann war das Thema erledigt und hatten aber schon vorher die Handschellen dann abgenommen bekommen. Also wir hatten die so 3-4 Minuten. Nachdem wir aufklären konnten, wir sind Urbexer. Ja, genau. Aber Jirka hat bis gerade eben die Handschellen gehabt, die super eng dran waren. Also mir tat es hier am Handgelenk weh. Ich habe auch gesagt, es tut mir weh. Boah. Ja, da sieht man es auch. Mann. Krass, ey. Und ich sag noch, das tut mir weh, ist mir das zu stramm. muss auch so. Nee, das muss auch weh tun. Wo ich mir denke, ja, wow, das tut aber gerade so krass weh an meinem rechten Handgelenk. Auch so komisch verdreht. Ey, ultra krasse Sache. Ja, die haben unsere Ausweise fotografiert, damit sie unsere Identitäten haben eine Abfrage gemacht, haben dann festgestellt, es ist alles okay mit uns. Und im Endeffekt wird das Ganze keine weiteren Konsequenzen haben. Aber das war jetzt gerade echt eine ganz krasse Sache gewesen. Ja. Wir müssen noch mal ganz kurz festhalten, dass es Jirkas Schuld ist, ne? Weil Jirka hat einfach schon von Anfang an gesagt, wir werden hier rausgeholt. Ja. Hat er von Anfang an einfach gesagt, eiskalt. Und was ist? Wir wurden rausgeholt. Ja, aber dich hat es aber echt also richtig krass erwischt, ne? Ja, und der hat noch mein ganzes Auto zerpflückt. Ja. In jede Tasche reingeguckt, wollte wissen, was alles ist. Und mit meinem Englisch war das richtig geil. Aber ich fand aber auch, dass Und das jetzt gerade echt, also du er war wurdest sehr streng komplett zu mir. anders. Ich bin ein Mann halt, ne? Und ich hatte, wie gesagt, die Kamera in der Hand. Die kam erst so rein und als er die Kamera gesehen hat, hat er sofort, wahrscheinlich einen Schlagstock. genau, hat er sofort die Knarre gezogen. Und dann musste ich rückwärts, wirklich, hin und dann musste ich rückwärts so. Naja, haben wir ja gerade erzählt. Hatte ich noch nie. Ich wurde schon oft rausgeholt, aber so nett auch noch nie. Aber Wahnsinn, ne? Mit Handschellen, ne? Wir haben den übrigens erzählt, wir haben das jetzt zum ersten Mal gemacht, machen wir nie wieder. Ich habe gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal. Hast Soll du er gesagt? gucken? Ja, natürlich. Ich klaue doch da nichts, hat gesagt. Ich habe gesagt, nö, wir machen zum ersten Mal, machen wir nie wieder. Ich habe gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal, fertig. Hat er dich abonniert? Er findet mich gut oder uns gut, bin ich gut. Aber er darf leider nicht mit rein, aus berufstechnischen Gründen. Jetzt können wir schon wieder lachen über die Situation. Ne? Ja. Aber als ich die Knarre vor dem Gesicht hatte, habe ich gedacht, was ist denn mit ihm nicht richtig? Hast du das auf Kamera oder hast du dich gerade in dem Augenblick gefilmt? Pass auf, ich auch noch so, ich stelle die Kamera hin, scheiße, es ist gedreht, dreh mal zu dir, Jirka. Und ich hoffe, sie hat den Face-Tracking drin. Dann habe ich es drauf, ansonsten nicht. Scheiße. Heftiger Scheiß. Ja. Aber man muss ehrlich sagen, als dann wirklich klar war, wir machen hier nichts, wir machen nur Fotos, Videos, war alles komplett anders. Ja, auf jeden Fall. Es wurden direkt die Handschellen quasi abgenommen, es wurden unsere Ausweise kontrolliert im Endeffekt. Ne? Die waren total freundlich auf einmal, also im Prinzip komplett gedreht die Situation. Ne? Ich meine, es ist logisch, man weiß nie, wer da vor einem steht. Natürlich. Ne? Und wenn er halt nicht weiß, dass Jirka da gerade einfach nur eine DJI-Kamera in der Hand hat. Schlagstock ist ja wohl auch logisch. Ne? Also positiv ist einfach, ich glaube, wir haben alles gesehen in diesem Haus. Wir wären jetzt wahrscheinlich fertig gewesen und es ist die letzte Location des Tages gewesen. Ne? Ja. Oder sollen wir nochmal, Jirka? Ne? Wir gehen noch rein heute irgendwo. Wir gehen noch da nochmal, ne? Wenn die dann weg sind. Haben alles die haben den Zaun ja aufgemacht, da kannst du jetzt ganz easy peasy dran vorbeilaufen. Konntest du vorher auch. Da ist er mit mir ja lang gegangen. Haben wir nicht gemacht. Also da steht auf jeden Fall noch die Polizei. Der Polizeiwagen steht da noch. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich gerade gucken werden, dass es wieder einigermaßen zumachen. Die ältere Dame steht natürlich auch dabei. Sabrina hat noch nicht gewunken. Und die Dame hat auch noch zurückgewunken. Also ich denke, sie hat einfach Angst, ne, was da für Leute reinlaufen, kann man ja auch verstehen. Das war jetzt schon echt krass. Jetzt können wir auf unsere To-Do-Liste auch abhaken, Anja. Wir wurden mal verhaftet. Ja. So Leute, ein Ende mit Schrecken, kann man sagen. Ne? Ich weiß, mir fehlen die Worte. Geile Location, scheiß Ende. Einfach lasst ein Like da, schreibt gerne unten einen Kommentar, aber nur Positives. Und schaut euch noch dieses Video an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.